Namaste, welcome to Yoga, willkommen. Freitagabend Yoga. Lass uns im Stehen anfangen. Ich heiße Garrett, hier freitags beim Ostend. Let's bring die Füße hüftbreit zuerst, die Zehen spreizen, Arme bei der Seite dann entspannt lassen. Und eine kurze Meditation, so die Augen schließen und den Körper wahrnehmen. Wie ist dein Gewicht auf dem Boden verlagert zwischen beiden Füßen? Vielleicht willst du auch dein Gewicht nach links und rechts ein paar Mal verlagern. Ein paar Mal nach vorne, nach hinten. Das Gewicht verlagern. Und dann in die Mitte da. Lass uns die Füße wahrnehmen. Press die Zehen leicht in den Boden und versucht jeden einzelnen Zeh zu spüren. Im kleinen Zeh bis zu dem großen. Spürt die Fußballen auf dem Boden, Innenseite, Außenseite. Die Fersen auf dem Boden spüren. Jetzt diese gleiche Feinheit, dieser Präsenz, Aufmerksamkeit in den Brustkorb hineinlenken, in den Bauch hineinlenken und diesen Rhythmus des Atems einfach spüren. Mit der Einatmung Bauch und Brustkorb gehen nach außen, werden mit Luft gefüllt. Mit jeder Ausatmung, sie gehen ein bisschen ein. Diese Bewegung einfach wahrnehmen und spüren. Du kannst bei dem Atem bleiben, wenn du möchtest, oder du kannst einen Teil von deinem Fokus durch den ganzen Körper verbreiten und den ganzen Körper wahrnehmen, den Volumen, das Gewicht des Körpers, Empfindungen überall in den Händen, Beinen, Schultern, Hüfte, Nacken, Gesicht. Und als wir den Fokus zum Atem lenken und zu der Körperwahrnehmung lenken, wir erlauben uns einfach weich zu werden, sodass die Stimme im Kopf nicht mehr zentral ist im Fokus und nicht mehr den Fokus lenkt, sondern der Fokus darf ankommen und ganz weich werden, ohne innerlichen Lärm oder zumindest den innerlichen Lärm ignorieren, vorbeifließen lassen, sodass eine Stille spürbar ist. Und wenn man den Fokus immer wieder zurückholt zu dem Hier und Jetzt, zu der nackten Wahrnehmung im Körper, dann das ist der Kern Yogas. Das ist, worum es geht eigentlich im Yoga. Und so alle die Asanas und die Dehnungen, die wir machen, die sind zweitrangig. Also wir wollen Achtsamkeit, Präsenz in die Yoga-Praxis reinbringen. So bringen die Hände zusammen vom Herzen und wir singen mal ein Om zusammen. Tief ein durch die Nase. Durch den Mund vollständig aus. Ein für Om. Om.
Bring die Hände zur Stirn für einen Moment. Setz die Intention, deine Praxis zu genießen und auch deinen Körper zu respektieren. Das heißt, manchmal muss man den Trainer ignorieren, wenn man eine Übung modifizieren muss oder überspringen muss. Ganz wichtig, auf deinem eigenen Körper zu hören. Mit der nächsten Einatmung Augen öffnen, Arme nach oben strecken, press die Hände zusammen, schalte den Daumen. Lass uns hier bleiben für einen Moment. Press die Ellenbogen nach innen zum Kopf, sodass die Arme ganz aktiv sind. Blickse den Daumen und greif den Boden mit den Zehen. Oberschenkeln anspannen, Gesäß anspannen, Bauchraum nach innen und zieh die Arme ein bisschen nach hinten. Mit der nächsten Ausatmung Arme öffnen, einfach vorne tauchen in Uttanasana. Greif die Ellenbogen Nacken entspannen, da hängen, ein bisschen schwingen. Wie eine Glocke, wenn es dir gut tut. Du kannst auch die Knie abwechselnd beugen, wenn du magst. Ab jetzt wird der Atem voll und tief und rhythmisch für die ganze Praxis. Gerne Ujjayi-Atem, ein Rauschen vielleicht hinter dem Nacken. Beug das rechte Knie. Fingerspitzen zum Boden, Kopf heben, Rücken lang. Rechte Hand zum linken Bein, Außenseite. Eine linken Arm hoch, Blick hoch, aufdrehen. Spreiz die Finger von der linken Hand. Dann bring den linken Arm hinter den Rücken gebeugt. Greif die rechte Hüfte, so die Leiste. Könnte sein, dass du ein bisschen Sprinkler-mäßig dich bewegst. Links und rechts, Seite zu Seite. Mit der Einatmung linken Arm hoch. Mit der Ausatmung linke Hand nach rechts auf Fingerspitzen auf den Boden. Schau unter deinem linken Arm Richtung Decke und press deinen rechten Arm gegen dein linkes Bein. Ein paar Atemzüge. Könnte sein, dass du auch mit den linken Fingerspitzen ein bisschen weiter nach rechts krabbelst, wie eine Spinne. Gut, in die Mitte. Kopf heben, Rücken lang. Beug das linke Knie und bring die linke Hand zum rechten Bein Außenseite. Eine auf dem rechten Arm hoch, Rücken lang, Blick hoch, spreiz die Finger. Ausatmen, rechten Arm hinter dem Rücken bringen, greif die linke Leiste, wenn du rankommst. Und zieh die rechte Schulter Richtung Decke. Wenn du dich bewegen möchtest, kannst du auch. Mit der nächsten Einatmung, rechten Arm wieder hoch, Blick hoch. Mit der Ausatmung, rechte Hand nach links zum Boden auf Fingerspitzen. Und schau unter deinem rechten Arm Richtung Decke. Dann vielleicht linken Arm auf den rechten Schienbein pressen. Und schau nach oben. Wenn du weiter mit den rechten Fingerspitzen nach links krabbeln kannst und möchtest, das tut gut. Gut, lösen. Einatmen, halbe Vorbeuge, Rücken gerade, Kopf heben. Ausatmen, 2 Schritte oder einen Sprung nach hinten. Ganz wichtig, wenn nötig, Knie kommen zum Boden, weil wir machen eine strenge Chaturanga. So, die Schultern gehen nach vorne, aus die Ellenbogen beugen und wir kommen auf Ellenbogenhöhe. Wenn nötig, Knie zum Boden. Ellenbogen sind nach innen, nach innen, nach innen, nach innen. Streck die Füße, Fußspanne auf den Boden. Einatmen, heraufschauen und streck die Arme, Brustbein hoch. Blick hoch, zieh die Schulterblätter zusammen, Knie heben. Gut, Zehenspitzen aufstellen, ausatmen, heraufschauen und Becken nach links und rechts schwingen, wenn du magst. Ein Happy Dog.
Die Hände eine Handlänge näher zu den Füßen bringen. Die rechte Hand unten durch nach links bringen auf den Boden und ranziehen. Press aus der linken Schulter raus. Rechte Hand zum linken Bein Außenseite. Zieht ran mit der rechten Hand und presst die linke Hand fest in den Boden. Es ist leichter, wenn der Hund nicht so lang ist. Seite wechseln, so rechte Hand geht vorne. Erstmal linke Hand nach rechts auf den Boden und schaue unter deinem rechten Arm nach oben. Press aus der rechten Schulter raus. Atem ist voll. Linke Hand greift rechtes Bein Außenseite, zieht ran mit der linken Hand, press die rechte Hand fest in den Boden. Einatmen, beide Hände weit nach vorne, kommt in Planke, Schultern über die Hände. Ausatmen, Knie zum Boden und Ellenbogen müssen über den Handgelenken bleiben, als das Herz zum Boden geht. Und Hochkreuz, Ashtanga Namaskara. Ellenbogen nach innen ziehen. Eine Bewegung, eine einzige Bewegung. Becken nach hinten kippen. Steif Bein Richtung Fersen. Schau mal nach vorne. Und weitermachen, eine Welle in der Wirbelsäule bis in kleine Cobra, Becken zum Boden, Beine heben. Zieh die Hände nach hinten, Schulterblätter zusammen, Brustbein hoch. Einen Moment bleiben, in Bujasana. Mit der Ausatmung Stange Namaskara. Herz zum Boden, Po hoch, Hochkreuz. Mit der Einatmung Welle in Cobra. Ausatmen Stange Namaskara. Einatmen Welle in Cobra. Ausatmen Stange Namaskara. Einatmen Welle in Cobra. Bleib da, Hände schweben, press die Füße zusammen, heb die Beine. Arme hinten strecken, optional, Finger verschränkt, streck die Arme durch. Hände aufstellen, Fußspannen auf den Boden, einatmen, Arme strecken, heraufschauender Hund, Brustbein hoch, Blick hoch, ausatmen, ziehen, aufstellen, herabschauender Hund und vielleicht auch Bewegung in Happy Dog. Blick nach vorne, beug die Knie. Einatmen nach vorne, springen oder laufen, Füße zusammen. Kopf heben, Rücken lang. Ausatmen, vorne beugen, Kinn zum Brustkorb, Bauch, nochmal nach hinten ziehen. Einatmen, Blitz, beug die Beine. Arme hoch, Utkatasana. Hände entweder schulterbreit oder zusammen. Arme senkrecht, Gewicht in die Fersen. Handfläche nach vorne öffnen. Mit der Einatmung Arme nach hinten ziehen. Hochkreuz, Brustbein hoch. Ausatmen, ganz rund. Rippenbögen nach hinten ziehen. Einatmen, Rückbeuge. Ausatmen, ganz rund. Nochmal ein. Und aus. Und jetzt eine Flamme. Eine Wellebewegung in der Wirbelsäule. Vom Becken bis zu der Kopfspitze. Eine Wellebewegung, vielleicht große Bewegung. Flamme macht warm. Elevator down. Knie so viel beugen wie möglich, ohne die Fersen zu heben. Fersen bleiben auf dem Boden. Füße sind zusammen. Füße sind zusammen. Erste Option, Ellenbogen auf den Oberschenkeln. Zweite Option, Beine umarmen. Gesicht in die Knie. Kleine kompakte Hocke. Einatmen, Beine strecken, Kopf heben, Rücken lang, halbe Vorbeuge. Ausatmen, 2 Schritte oder ein Sprung, Arme beugen, Schritte lang, Ellenbogen bleiben über den Handgelenken. Streck die Füße. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Linken Fuß mittig. Einatmen, rechtes Bein hoch. Hüfte bleibt zu powerlos am Boden. Press aus den Schultern raus, flex den rechten Fuß.
Beide Knie sind gerade. Heb durch die rechte Ferse hoch nach oben. Presst die Hände noch fest in den Boden. Einatmen, hoch auf linken Zehenspitzen. Schulter nach vorne bringen über die Handgelenken. Ausatmen, rechtes Knie beugen, zu der Nase bringen. Nase berühren mit dem Knie. Einatmen, herabschauen und rechtes Bein wieder heben. Ausatmen, planke Knie zu der Nase. Einatmen, herabschauen und rechtes Bein hoch. Ausatmen, planke Knie zu der Nase. Noch 2. Ein. Aus. Letztes Mal ein. Und aus. Knie zu der Nase. Halt da für 5, 4, 3, 2, 1. Fuß im Boden zwischen die Hände setzen. Lass die Hüfte sinken, aber streck es hinter die Knie. Einatmen, rechten Arm hoch. Blick hoch, spreiz die Finger. Linkes Knie zum Boden. Linke Hand weiter nach vorne, unten weiter nach links. Rechten Arm hinten, schau nach hinten. Rechten Arm powerlos zum Boden. Dann beug den Arm, Daumen nach unten. Fingerspitze Richtung Boden. Zieh die rechte Schulter nach hinten. Linkes Knie beugen, optional. Entweder da bleiben oder den Fuß greifen, ranziehen. Rechte Schulter nach hinten ziehen. Hinter das Bein loslassen. Bring die rechte Hand vorne auf die Innenseite vom rechten Fuß. Beide Hände aufstellen. Die Zehen vom hinteren Fuß aufstellen. Wir drehen in Skandasana. Vorder das Knie gebeugt. Hinter das Bein gerade. Linken Fuß flexen, sodass die Zehen nach oben zeigen. Die Zehen vom rechten Fuß zeigen diagonal in die Ecke nach vorne. Diagonal. Vielleicht die Hände vom Herzen. Oder die Stütze mit den Händen auf dem Boden. Einen Moment. Rücken lang. Schulterblätter zusammen. Good. Jetzt mit der Einatmung. Rechte ziehen, zeigen nach vorne, linke Hand zum Boden, rechten Arm hoch in die Drehung. Hüfte sinkt, vielleicht rechten Arm nach hinten ziehen. Ausatmen, Skandasana. Einatmen, tiefer Ausfallschritt, linke Hand zum Boden, rechten Arm hoch, aufdrehen. Ausatmen, Skandasana, macht mit dem eigenen Rhythmus ein paar Mal hin und her. Eines hoch. Aus ist in Skandasana. Noch einmal. Good. Ausfallschritt vorne, beide Hände aufstellen. Rechtes Knie beugen, Knie zu der Nase. 5, 4, 3, 2, 1. Rechtes Bein nach hinten, vielleicht am Schweben. Ausatmen, Chaturanga. Beide Füße im Boden. Einatmen, heraufschauender Hund. Brustbein hoch. Ausatmen, herabschauender Hund. Happy Dog, wenn du willst. Beug die Knie, schau nach vorne. Einatmen nach vorne, springen oder laufen. Füße zusammen. Lange Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Vorbeuge, Kinn zum Brustkorb. Bauch nach hinten. Einatmen, beug die Knie, Utkatasana, Blitzarme hoch. Handfläche nach vorne. Und Welle. Flamme. Das Becken fängt die Bewegung an. Becken kippt vorne und hinten. Good, streck die Beine. Ausatmen, vorne beugen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einen Moment da bleiben, Hüfte zu. Flex den linken Fuß. Stretch your elbows very straight. Press out of the shoulders. Linke Ferse höher.
Einatmen, hoch auf rechten Zehenspitzen. Schulter nach vorne in Planke. Ausatmen, linkes Knie zu der Nase. Einatmen, herabschauen und linkes Bein heben. Ausatmen, Planke, Knie zu der Nase. Noch 3. Ein. Aus. Noch 2. Ein. Aus. Letztes Mal. Ein. Und aus. Knie zu der Nase. Halt da für 5. 4. 3. 2. 1. Linke Fuß am Boden. Lass die Hüfte sinken. Linken Arm hoch. In die Drehung. Press die rechte Hand fest in den Boden. Vielleicht auch linken Arm nach hinten ziehen. Rechtes Knie runter zum Boden. Rechte Hand ein bisschen weiter vorne. Und rechte Hand ein bisschen weiter nach rechts. Linken Arm hinter dem Rücken gebeugt. Und Fingerspitzen strecken Richtung Boden. Gut, lass die Hüfte sinken. Zieh die linke Schulter nach hinten. Press aus der rechten Schulter raus. Let the hips sink forward. Full breath. Linke Schulter nach hinten ziehen. Ja. Optional hinter das Bein beugen. Vielleicht auch den Fuß greifen, ein bisschen ranziehen. Try to open your chest. Open the heart. Einatmen, linken hoch, hinter das Bein wieder entspannen. Ausatmen, linke Hand, Innenseite im Fuß. Ziehen vom hinteren Fuß aufstellen. Wir drehen in Skandasana. Die Ziehen vom vorderen Fuß zeigen diagonal in die Ecke. Vielleicht Hände vom Herzen oder die stützen auf den Boden mit den Händen. Lange Rücken. Mit der nächsten Einatmung. Rechte Hand zum Boden, Ausfallschritt, Hüfte sinkt, linken Arm hoch, linken Arm nach hinten, Blick hoch. Ausatmen, langsam drehen in Skandasana. Ein paar Mal mit dem eigenen Rhythmus. Ein und aus. Good. Wir treffen uns in Ausfallschritt, Hände vorne aufgestellt. Linkes Knie zu der Nase, linker Fuß heben. 5, 4, 3, 2, 1. Linkes Bein hinten, vielleicht am Schweben. Ausatmen, Chaturanga. Schultern vorne, Ellenbogen nach innen. Beide Füße zum Boden, einatmen, heraufschauen und ausatmen, herabschauen und couple long breaths. Blick nach vorne, beug die Knie. Einatmen nach vorne, springen oder laufen, Füße zusammen. Lange Rücken, halbe Vorbeuge. Uttanasana. Einatmen, Blitz. Beine beugen, Arme hoch. Hände zusammenpressen. Mit der Ausatmung, Hände vom Herzen. Dreht nach rechts, linken Oberarm zum rechten Oberschenkel, Außenseite. Hebt das Herz zu den Daumen. Daumen zum Herzen, Knie zusammen. Die Version machen, die du möchtest. Eine Möglichkeit wäre, tief einzuhaken am Oberschenkel, Hände auf der Seite vom Boden und in seitliche Krähe. Könnte sein, musst du nicht, könntest du. Für 5, 4, 3, 2, 1. Füße zum Boden. Einatmen, streck die Beine hoch, Asana, Arme hoch, Blick hoch. Ausatmen, Hände vom Herzen, beug die Knie. Dreht nach links, rechten Oberarm zum linken Oberschenkel, Herz zu den Daumen. Füße zusammen, Knie zusammen. Rücken lang, tiefe Atemzüge. Gut. Wenn du rechten Oberarm tief eingehakt hast am linken Oberschenkel, optional Hände
zum Boden. Gewicht auf dem rechten Oberarm, seitliche Krähe. Für 5, 4, 3, 2, 1. Füße zum Boden. Einatmen, streck die Beine, Asana. Aufrichten, Arme hoch. Ausatmen, Arme ablassen. Einatmen, Blitz. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Kopf heben. Rücken in die Länge ziehen. Ausatmen, Chaturanga, tief Liegestütz. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, heraufschauender Hund. Ein paar Atemzüge. Happy Dog, optional. Das rechte Bein hinter dem linken Bein bringen. Weit nach links. Rechte große Zehspitze berührt den Boden leicht. Immer noch herabschauen und press aus den Schultern raus. Mit der Einatmung, rechtes Bein nach links, nach oben heben. Nach links, nach oben. Dann hoch in die Mitte. Ausatmen, rechtes Bein nach rechts zu der Seite, nach rechts. Und dann vorne, rechter Fuß zum Boden. Zwischen dem hinteren Fuß und den Händen vorne. So in der Mitte. Musst du nach vorne schauen vielleicht. Rechten Fuß aufgestellt. Schau mal. Rechten Fuß. Zwischen den hinteren Fuß und den Händen. Okay. Linkes Bein hoch. Hoch auf rechten Zehenspitzen. Einatmen. Ganz hoch auf Zehenspitzen. Streck die Arme durch. Press die Hände in den Boden. Gut. Ausatmen. Rechte Ferse in den Boden. Linken Fuß hinten aufstellen. Einatmen. Rechtes Bein nach rechts heben. Hoch in die Luft. Hoch in die Mitte. Ausatmen nach links. Runter zum Boden. Das ist ein Regenbogen. Einatmen. Regenbogen. Hoch nach links, nach oben. Hoch in die Mitte. Ausatmen nach rechts zu der Seite. Dann nach vorne. Rechter Fuß geht zum Boden. Zwischen hinteren Fuß und Händen. Linkes Bein hoch, einatmen, hoch auf rechten Zehenspitzen. Oder ein kleiner Sprung nach oben, streck die Arme durch. Ausatmen, linke Fuß wieder hinten aufstellen. Einatmen, Regenbogen nach rechts hoch. Hoch in die Mitte. Ausatmen, links runter. Letztes Mal. Einatmen, hoch nach links, nach oben. Hoch in die Mitte. Aus rechts, vorne. Fuß aufstellen. Linkes Bein hoch, einatmen, hoch auf rechte Zehenspitze. Kleiner Sprung, rechten Fuß vorne zwischen die Hände. Linken Fuß weit hinten auf der Matte. Linken Fuß weit hinten auf der Matte. Ausfallschritt. Einatmen, Warrior One, Krieger 1, aufrichten, komm hoch. Ellenbogen vollständig durchstrecken. Hoch auf linken Zehenspitzen. Linkes Knie aktiv durchstrecken. Versuch dein Schambein zu heben ein bisschen. Optional Blick hoch, Hände zusammen. Arme öffnen, parallel zum Boden. Dreht nach rechts. Rechten Arm hinten, linken Arm vorne. Bring die rechte Hand runter zum linken Oberschenkel Außenseite. Linken Arm hoch. Brustbein heben. Kleine Rückbeuge und Drehung. Ausatmen, linken Oberarm zum rechten Oberschenkel. Hände zusammen vom Herzen. Hebt das Herz zu den Daumen. Zieht die Daumen zum Herzen. Zieht die rechte Schulter nach hinten. Schultergürtel breit. Deep breath. Schau zum Boden. Höher auf linken Zehenspitze. Lehn nach vorne. Linken Fuß. Vielleicht am Schweben für einen Moment. Immer noch in der Drehung. 5, 4, 3, 2, 1. Linken Fuß weit hinten aufstellen wieder. Arme öffnen. Rechten Arm hoch. Linke Hand runter. Mit der Einatmung, Windmühle hoch, hoch, Füße symmetrisch und parallel. Ziehen, zeigen nach vorne, schau die Füße an, symmetrisch, parallel, ziehen, zeigen ein bisschen nach innen und Arme ablassen, Finger verschränken hinter dem Rücken. Einatmen, streck die Arme, Brustkorb öffnen, ausatmen, vorne beugen. Prasarita Padottanasana, C. Long breaths.
Nur eine fortgeschrittene Option, wenn du ganz stabil in Kopfstand kommen könntest. Das ist fortgeschritten, aber kann sein, dass du die Unterarme zum Boden bringst, die Beine langsam nach oben in Handstand, Kopfstand bringst. Nicht Handstand, Kopfstand. Wenn du im Kopfstand bist, Beine wieder spreizen, Füße langsam runter, Kopf heben, Rücken lang. Bring die rechte Hand zum linken Bein Außenseite, linken Arm hoch, Blick hoch. Vielleicht linken Arm hinter dem Rücken, rechte Leiste greifen, ranziehen, aufdrehen. Fortgeschrittene Option, wenn die Füße ein bisschen enger kommen, du könntest linke Hand zum rechten Sprunggelenk bringen. Und in diese tolle, krasse Drehung. Deep breaths. Two more deep breaths. Good. Lösen. Linke Hand greift rechtes Bein, rechter Arm hoch, einatmen. Rücken lang. Rechter Arm hinter dem Rücken, linke Leiste greifen, ranziehen. Vielleicht rechte Hand zum linken Sprunggelenk. Couple breaths, long breaths. Oder Hand auf den Boden so und aufdrehen. Und man versucht nach vorne zu schauen. 3 breaths. Es ist hier normal, dass die Augen rauspoppen. Gut, einatmen, Kopf heben, Rücken lang. Lass uns einfach die Zehen vom vorderen Fuß, vom rechten Fuß nach vorne drehen. Rechte Hand zum rechten Schienbein, linken Arm nach oben. Trikonasana Dreieck. Oberkörper über dem rechten Bein. Rücken lang, beide Knie gerade. Wenn das rechte Knie gebeugt ist, musst du die rechte Hand höher bringen auf dem Unterschenkel. Optional, wenn du mehr arbeiten willst, rechte Hand zum Herzen. Beug das vordere Knie. Für die meisten, rechte Hand geht zum Boden auf Fingerspitzen weit vorne. Oder rechte Hand auf dem Herzen lassen. Gewicht auf den rechten Fuß verlagern, linkes Bein heben, Hüfte aufdrehen, Halbmond. Deep breaths. Linken Fuß flexen. Blick zum Boden. Beide Hände zum Boden auf Fingerspitzen, Hüfte parallel zum Boden. Beug das hinter die Knie, sodass der linke Fuß hoch in die Luft geht. Rechten Arm nach hinten strecken. Wenn du rankommst, greif das linke Sprunggelenk mit der rechten Hand. Dann press den Fuß in die Hand sehr fest. Rücken lang, vielleicht leicht werden auf den linken Fingerspitze. Vielleicht linken Arm vorne strecken. Gedrehte Tänze. Beide Hände zum Boden. Gesicht Richtung Schienbein, linkes Bein hoch. Streck das linke Bein. Stehender Spagat. Couple breaths. Kopf heben, Rücken lang. Linkes Knie beugen. Linkes Knie hinter dem rechten Unterschenkel bringen. Nach rechts der Seite. Linker Fuß ist hoch, Richtung Gesäß. Linker Fuß ist hoch, Richtung Gesäß. Stabil werden auf dem rechten Fuß, Hände vom Herzen balancieren. Linken Fuß nach rechts aufstellen, auf der Außenkante vom Fuß. Vorbeugen, über die beide gestreckte Beine. Beide Beine durchgestreckt, vorne beugen. Vielleicht Hände zum Boden.
Stabil auf den Füßen, einatmen, aufrichten zum Stehen, Arme nach außen strecken. Die Füße bleiben genau wo sie sind, auf der Stelle, aber wir drehen 360 Grad, sodass wir die Seite wechseln. Ja, linkes Bein sollte vorne sein dann. Vorne beugen über die Beine. Couple breaths. Stabil auf den Füßen, einatmen, aufrichten, Arme nach außen. So im Stehen, Füße bleiben, wo sie sind, aber wir drehen 360 Grad. Okay, Gewicht auf dem rechten Fuß verlagern. Rechtes Knie ein bisschen beugen, linken Fuß heben. Hände vom Herzen, bisschen tiefer. Elevator down. Okay, linkes Knie geht zum Boden, Außenseite vom rechten Fuß. Und wir setzen uns zum Boden. Okay, rechter Fuß ist aufgestellt auf der Außenseite vom linken Oberschenkel. Wir drehen nach rechts und linken Oberarm auf der Außenseite vom rechten Oberschenkel. Rücken lang, rechte Hand hinten auf Fingerspitzen, Rücken lang, Deep Breaths. Von hier ist ein cooler Zugang in Kundinyasana. Optional ist eine Handbalance. Wer möchte, könnte Gesäß heben, auf das linke Knie kommen und linken Oberarm hakt ein an Außenseite vom Oberschenkel. Hände gehen zu Boden. Wir lehnen über die Hände, Gewicht auf dem linken Oberarm. Wenn du das leichter haben willst, Becken auf dem rechten Ellenbogen. Vielleicht die Beine strecken in Kundinyasana. For 5, 4, 3, 2, 1. Beine wieder kreuzen, wieder zum Sitzen. Gewicht zum rechten Fuß verlagern, Arme nach außen, lehn vorne, streck die Beine. Krieger 3, linkes Bein nach hinten, flex den linken Fuß. Optional Arme vorne. Hände zum Boden, Schulter breit. Gesamte Handfläche auf den Boden, spreiz die Finger. Linkes Bein runter. Linkes Bein hoch, hoch auf rechten Zehenspitzen. Linkes Bein runter. Linkes Bein hoch, hoch auf rechten Zehenspitzen. Ein paar Sprünge optional Richtung Handstand. Wenn du willst, vielleicht Sprünge Richtung Handstand. Bisschen spielerisch, aber bleib vorsichtig. Wir landen hinten, beide Füße hinten. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, Stellung des Kindes. Gesäß in den Fersen, Stirn zum Boden. Arme vielleicht hinten, tief atmen. Arme vorne, Hände schulterbreit. Einatmen, Vierfüßler. Ausatmen, herabschauender Hund. Gut, und linkes Bein hinter dem rechten Bein. Weit nach rechts und linke große Zehspitze berührt den Boden leicht. Wir machen diese Regenbogenübung so. Einatmen, linkes Bein hoch nach rechts. Dann hoch in die Mitte. Ausatmen, linkes Bein nach links, das ist zu der Seite. Ausatmen, Fuß vorne, mittig auf der Matte setzen. Rechtes Bein hoch, hoch auf linken Zehenspitzen. Press die Hände fest in den Boden. Ausatmen, rechten Fuß hinten aufstellen. Einatmen, Regenbogen hoch nach links mit dem linken Bein. Ausatmen nach rechts mit dem linken Bein hinter dem rechten. Ein paar Mal mit dem eigenen Rhythmus. Ein hoch, aus vorne, ein hoch, vielleicht kleiner Sprung. Aus hinten. Maybe 2 more.
Letztes Mal. Wenn der linke Fuß vorne auf die Matte kommt, macht einen kleinen Sprung und bringt den linken Fuß vorne zwischen die Hände. Rechten Fuß weit hinten auf der Matte. Gut. Einatmen, Krieger 1 aufrichten. Ellenbogen durchstrecken. Rechtes Knie durchstrecken. Optional Hände zusammen. Optional Blick nach oben. Arme öffnen, parallel zum Boden, dreht nach links. Linke Arm mit dem rechten Arm vorne. Linke Hand runter zum rechten Oberschenkel, Außenseite. Rechten Arm hoch. Gedrehte friedliche Krieger, Brustbeine heben. Kleine Rückbeuge in der Drehung. Rechten Oberarm zum linken Oberschenkel. Hände zusammen vom Herzen. Herz heben zu den Daumen. Daumen zum Herzen ziehen. Vielleicht rechten Oberarm tief eingehakt. Da streck das hintere Bein, beug das vordere. Wenn du eine Balance-Option willst, spreiz die Zehen vom linken Fuß, lehn nach vorne. Rechter Fuß wird leicht. Rechtes Bein könnte heben und dreht. Immer noch Stammbein gebeugt. Rechter Fuß wieder auf den Boden. Arme strecken. Rechte Fingerspitzen bis zum Boden, linken Arm hoch. Mit der Einatmung wie eine Windmühle. Arme kreisen hoch. Füße, schau die Füße an. Füße sind symmetrisch. Ziehen, zeigen nach innen ein bisschen. Ausatmen, entweder Finger verschränkt, Arme strecken oder vorne beugen, Hände zum Boden. Die Finger können nach hinten zeigen und die Ellenbogen beugen. Deep breath. Prasarita Padottanasana. Wenn du ganz sicher und stabil in einen Kopfstand kommst, könnte es sein, ich weiß nicht, wer zu Hause übt, aber wenn du die Unterarme zum Boden bringst, könnte es. It's another one where the eyes kind of want to pop out of the head. A couple of breaths. Füße wieder breit auf dem Boden. Kopf heben, Rücken lang. Hände schulterbreit. Gesamte Handfläche auf dem Boden. Finger spreizen. Und einfach ein paar Mal springen. Beine nach außen. Könnte so aussehen. Aber vielleicht kommt das Becken ein bisschen höher. Arme durchgestreckt. Vielleicht kommt das Becken Richtung über die Schultern für ein paar Atemzüge. Spring. Beine nach außen spreizen. Füße zum Boden. Linken Fuß nach vorne drehen. Bring die linke Hand zum linken Schienbein. Rechten Arm hoch. Dreieck. Oberkörper über dem linken Bein. Schau zum rechten Daumen. Trikonasana. Long breath. Optional linke Hand zum Herzen. Blick zum Boden, vorderes Knie beugen. Für die meisten linke Hand vorne auf Fingerspitzen. Leicht auf den rechten Fuß, rechtes Bein heben. Hüfte aufdrehen. Rechten Fuß flexen. Halbmond, Ardha Chandrasana. Blick zum Boden, beide Hände zum Boden auf Fingerspitzen. Rechtes Knie beugen, rechter Fuß geht nach oben. Linker Arm hinten strecken, entweder da bleiben oder rechter Sprung eingreifen mit der linken Hand und press den Fuß in die Hand fest, Bogen spannen. Optional, rechte Fingerspitzen lösen, rechten Arm vorne. Beide Hände zum Boden auf Fingerspitzen. Rechtes Knie hinter das linke
Unterschenkel. Rechte Ferse hoch Richtung Gesäß. Hände vom Herzen balancieren. Rechten Fuß nach links aufstellen auf die Außenkante vom Fuß. Beide Beine durchstrecken, vorne beugen. Mit der Einatmung Oberkörper aufrichten zum Stehen. Füße bleiben, wo sie sind. 360 Grad drehen. Vorne beugen. So, das rechte Bein ist vorne. Mit der Einatmung aufrichten und drehen. Gewicht zum linken Fuß. Rechtes Knie hinter der linken Wade, rechter Fuß hoch. Hände vom Herzen, bisschen tiefer kommen. Dann rechtes Bein hinten. Arme nach außen. Oder Arme vorne. Warrior 3. Hände sind im Boden, schulterbreit flach, spreizt die Finger. Rechtes Bein schwingt wie ein Pendel. Jedes Mal, wenn das rechte Bein nach oben geht, hoch auf linken Zehenspitzen kommen oder kleine Sprünge machen. Arme gerade. Couple jumps. Letzte paar Sprünge. Wir landen in Chaturanga, beide Füße hinten, ausatmen, Chaturanga. Einatmen, heraufschauen. Ausatmen, herabschauen. Schau aus den Händen. Beug die Knie. Und versuch zum Sitzen zu springen. Beine nach vorne strecken. Sitze aufrecht, flex die Füße. Greif die Beine oder die große Zehen. Zieht ran, Brustbein heben, einatmen, Blick hoch, schau nach oben. Ausatmen, vorne beugen, Paschimottanasana. Nacken entspannen. Du kannst die Knie beugen, wenn du magst. Deep breath. Noch einen tiefen Atemzug hier. Einatmen hoch. Beine spreizen. Heb die Beine hoch. Greif unter den Knien, Waden oder Füßen. Spreiz die Beine. Blick nach oben. Schau nach vorne. Handflächen zusammenpressen. Streck die Ellenbogen ganz fest und press die Handflächen fest zusammen, dass du in der Brust arbeiten musst. Beine spreizen, Beine heben, Oberschenkel anspannen. Von hier unten Rücken zum Boden, Beine spreizen, Schulterblätter hoch, press die Hände fest zusammen. Arme nach hinten, Beine nach vorne, unten Rücken muss auf dem Boden bleiben. Wenn nicht, dann bring die Beine zum Boden. Für 5, 4, 3, 2, 1. Ablassen. Good. Zieht die Knie ran zum Brustkorb. Und nach links und rechts schwingen. Füße aufstellen. Hände zum Boden neben dem Becken. Heb das Becken hoch, bring die Schulterblätter ganz nah zusammen. Wenn du rankommst, greif die Sprunggelenke, ansonsten Hände auf den Boden pressen oder die Finger verschränken unter dem Becken und die Arme zum Boden pressen.
Press die Füße fest in den Boden, press das Becken hoch, Schulterbrücke, die Knie ein kleines bisschen nach innen pressen. Wer wechseln will in eine tiefe Rückbeuge, hat die Option, die Hände aufzustellen neben dem Kopf und die Arme durchzustrecken in Urdhva Dhanurasana, volle Brücke, sehr tiefe Rückbeuge. Couple more breaths. Kommt langsam runter. Zieht die Knie ran zum Brustkorb nochmal. Links und rechts schwingen. Streck die Beine nach oben. Streck die Füße, Hände zum Boden neben dem Becken. Wenn du hier bleiben willst, bring die Hände unter dem Becken. Das ist die erste Option. Es ist angenehm hier zu bleiben. Wenn du hochgekehrt zu kommen kannst, dann möchtest das Becken hoch über die Schultern, Ellenbogen und Schulterblätter eng, Hände flach auf dem Rücken. Streck den Körper gerade. Smooth breaths. Optional Beine hinten ablassen im Flug. Wenn die Zehenspitzen leicht zum Boden kommen, man hat die Option, die Finger zu verschränken hinter dem Rücken und die Arme durchzustrecken, zum Boden zu pressen. Halasana, Long Breaths. Immer auf deinen Körper hören. Du solltest da keine stechenden Schmerzen empfinden. Hände flach auf den Boden hinter dem Rücken. Abrollen langsam. Becken geht zum Boden. Wir überspringen Fisch. Oder nee, wir haben es auch Zeit. Füße aufstellen. Hände unter dem Gesäß bringen. Ellenbogen eng, Arme gerade. Dann streck die Beine. Streck die Füße. Press die Ellenbogen in den Boden. Brustkorb hoch. Ellenbogen eng. Ellenbogen eng. Blick nach hinten, Kopfspitze zum Boden. Matsyasana Fisch. Optional mit jeder Ausatmung Zunge rausstrecken und Haarzähne erzeugen. Löwenatem. One more. Kopf heben, Füße aufstellen, hier lösen, bring rechtes Bein nach oben. Rechter Arm auf der Außenseite vom rechten Bein, linke Sprung eingreifen. Linkes Knie vorne zum Boden, linke Hand greift rechtes Bein Außenseite oder den Fuß Außenseite, bring das rechte Bein nach links zum Boden, schau nach rechts, rechtes Schulterblatt Richtung Boden pressen. Wenn das zu anstrengend ist, du kannst doch das linke Bein gestreckt lassen. Couple deep breaths. Bleibt hier noch ein paar Atemzüge, aber es gibt eine interessante Variation, nur optional. Man könnte rechten Fuß immer noch halten mit der linken Hand und das rechte Bein nach rechts bringen. Dann rechten Arm oben drauf. Vielleicht linke Sprung eingreifen. Das ist ein liegender Super Soldier.
One more deep breath. Und lösen, streck das linke Bein nach oben. Linken Arm auf der Außenseite vom linken Bein. Greift das rechte Sprunggelenk mit der linken Hand. Rechtes Knie geht vorne. Rechte Hand greift linkes Bein oder den linken Fuß. Und in der Drehung linkes Bein nach rechts. Und linkes Schulterblatt Richtung Boden, Blick nach links. Wenn das nicht gut sich anfühlt, dann rechtes Bein gestreckt lassen. Falls du diese liegende Super Soldier probieren willst, kannst du jetzt wir lösen, wir bringen die Knie jetzt zum Brustkorb. Wir greifen die Schienbeine, wir verschränken die Finger. Wir atmen tief ein, durch den Mund aus. Nochmal tief ein durch die Nase. Atem anhalten, Kinn zu den Knien bringen und alle Muskeln im Körper anspannen, ganz fest für 5, 4, 3, 2, 1. Ausatmen, explodieren. Streck die Beine, streck die Arme nach außen, so wie ein Seestern. In Stellung des Todes, Shavasana. Für ein paar Minuten, wir geben uns komplette Genehmigung, Erlaubnis, vollständig loszulassen, alles loszulassen, uns zu entspannen. Jegliche Spannung loslassen. Und auch ganz wichtig, wenn wir merken, dass wir denken, wir lassen die Gedanken einfach vorbeifließen. Wir halten nicht fest an Gedanken. Wir kommen zurück immer wieder mit dem Fokus zum Wahrnehmen, zu der Körperwahrnehmung.
Wir fangen an, die Finger zu bewegen und die Zehen zu bewegen. Wir kreisen die Handgelenke und die Fußgelenke. Wir strecken und recken uns. Und wir stellen die Füße auf und rollen auf die rechte Seite für einen Moment. Und wir kommen hoch zum Sitzen. Hände zusammen vom Herzen. Good. So, wir dürfen stolz auf uns sein. Wir haben eine Einheit Kindergarten-Yoga gemacht, weil Asanas sind für Kindergärtner. Das echte Yoga ist lange still sitzen und bei sich zu bleiben, in der Stille sein. Das ist, was Yoga eigentlich ist. So, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Kindergarten-Yoga-Einheit zu Ende gebracht. Namaste. Thank you.